Okay, nochmal zum Mitschreiben. Ich kann dir nicht verraten, was in der Prüfung vorkommt. Silvia Jones als Geschäftsführerin. Falls ich trotzdem einen Job bei Weinbauer Media bekomme, dann habe ich die als Chefin vor meiner Nase. Lars, bevor ich das vergesse, da hat irgendwie jemand aus der Uni angerufen. Die brauchen irgendwie so Klausuraufgaben oder so. Das hat ja eh keiner mehr. Jetzt mach endlich. Jetzt komm schon. Musst du mich so erschrecken? Sorry, hier bist du. Ich dachte, du wärst im Bad. War ich nur kurz mich ein bisschen frisch machen. Ja, aber das Bad ist da drüben. Ich weiß. Ich wollte nur kurz checken, ob ich auch alles eingepackt hatte. Lernt sich ja schlecht über den ganzen Kram. Dann klemm dich mal dahinter. Lies es dir laut vor, lass dich abfragen oder legst sie unter das Kopfkissen. Hauptsache, es bleibt was hängen. Mach ich. Bis zur nächsten Prüfung sitzt das. Versprochen. Okay. Ah, Ferdi. Prost. Ferdinand von Lahnstein. 1866 in Königgrätz gefallen. Angenehm, Bernd von Beinbach, 2003 in Düsseldorf abserviert. Ferdi? Wir haben was gemeinsam. Wir stehen hier sehr dekorativ in der Gegend rum. Bernd, ich würde dir fürs Erste gerne einen Post im Auktionshaus anbieten. Aber wenn du nicht willst... Ich könnte genauso gut einen Synchronschwimmkurs belegen oder Pferdebildchen sticken. Dazu hätte ich genauso viel Talent. Es wäre einfach falsch, Vater und Ansgar zu drängen. Sie müssen erst mal Vertrauen zu dir gewinnen, bevor sie dir eine führende Rolle im Unternehmen geben. Ich habe Weinbach und Media sehr erfolgreich geführt. Die sollen sich die Zahlen anschauen, das schafft Vertrauen genug. Ich buhle hier um einen Job, für den ich die besten Referenzen mitbringe. Oder soll ich mich auf Dauer von dir aushalten lassen? Nein, natürlich nicht. Du weißt, wie gern ich deinen Zukünftigen gebe. Aber bis jetzt profitierst ausschließlich du von unserem Deal. Das wird Leonhard sein. Na gut, dann werde ich mal wieder meinen Teil unserer Abmachung erfüllen und entschwinde in mein Separé. Hallo, ihr zwei. Guten Abend, gute Nacht. Gute Nacht, Bernd. Habt ihr Streit? Dazu müssten wir unterschiedlicher Meinung sein. Ich kann seine Unzufriedenheit verstehen. Und wie sind die auf Zwilling gekommen? Weil Pollux und Castor ungefähr gleich herleuchten. Und wenn schon Zwillinge, dann eben Jungs. Griechische Jungs. Römische Jungs. Im griechischen Castor und Polydeukes. Übrigens interessant, dass ihr euch gerade die beiden ausgesucht habt. Castor und Pollux waren zwar allgemein bekannt als Zwillinge, hatten aber, jetzt kommt's, unterschiedliche Väter. Der von Pollux war Zeus und der von Castor Ledas Mantynareos. Wie passend. Ja, cool, ist doch genau wie bei uns. Ja, aber eigentlich wollte ich euch gar keinen Vortrag halten, sondern euch dieses Buch hier empfehlen. Messier 44, ein hochinteressantes astronomisches Phänomen. Ja, und wenn ihr dazu eine Fotoserie anbietet? Sowas kriegt man doch sofort im Internet. Also da kommt echt jeder mit an. Was heißt denn hier jeder? Ich rede von eigenen Aufnahmen mit meinem Teleskop und einer geeigneten Kamera. Du hast ein Teleskop? Wo? Na, in einer Jagdhütte. Geil, da lassen wir uns hinfahren und dann können wir die ganze Nacht in die Stadt Ja, stopp, Moment. Ich lasse das Teleskop lieber herbringen. Da sind doch viel bessere Bedingungen. Weniger Lichtverschmutzung. Ja, stockdunkel mit anderen Worten und gefährlich. Bitte. Nico. 2 römische Jungs da draußen. Meinetwegen. Aber 2 Düsseldorfer Mädchen. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Lars, ich habe nur schnell eine Kleinigkeit gegessen. Na, von mir aus kannst du auch ein 6-Gänge-Menü zu dir nehmen.
Wenn du dadurch besser lernen kannst? Klar, mit leerem Magen kann ich mich schlecht konzentrieren. Ich wollte gerade wieder gehen. Guten Abend zusammen. Oh, hallo Charlie. Ihr kennt euch ja sicher. Vanessa von Beinbach ist jetzt eine meiner Studentinnen. Ach, wie schön. Ich hoffe, es hat Ihnen geschmeckt. Ja, erstklassig, wirklich. Fein. Bitte schön. Ja. Dankeschön. Schönen Abend noch. Okay, Danke, und zum gleichfalls. Warmbleiben. K. entnimmt aus einer Kirche eine Zeitschrift im Wert von 1,50 Euro. Lars, bitte. Ciao. Wiederschauen. Warte mal, mit der Kirchenzeitschrift. Verpflichtungsgeschäft, Kausalgeschäft, irgend sowas? Ja, irgendwie sowas. Nachhilfe, ist das denn statthaft, wo du ihr Dozent bist? Das ist doch keine Nachhilfe in dem Sinne. Ihr Tipps, wo sie was findet und ab und an ein Motivationskick. Für sie oder für dich? Hör mal, ich freue mich doch, dass du nach all dem Ärger mit Hannah endlich wieder Augen für Frauen hast. Vanessa ist eine Studentin, mehr nicht. Habe ich auch nicht behauptet. Aber du bist ein Mann und sie ist sehr sexy, deine Studentin. Aber ich verstehe nicht ganz, welches Risiko du dabei eingehst. Bernd war doch immerhin Geschäftsführer von Beinbach All Media. Leon hat einen Führungsposten erhält nur, wer unser vollstes Vertrauen genießt. Oder wer hoch pokert, wie Frau Jones. Also das wäre alleine sicherlich nicht ausschlaggebend für uns gewesen. Momentan ist sie einfach die beste Besetzung für den Posten. Du magst Bernd einfach nicht, hm? Moment. Sylvia Jones mag ich nicht besonders und sie ist nach wie vor Geschäftsführerin. So viel zu meiner Objektivität. Bernd von Beinbach hingegen, dem misstraue ich, schlicht und ergreifend. Aber wieso? All die Gerüchte um den Tod seines Bruders und seiner Frau. Sind Gerüchte, Ansgar. Carla gibt nichts drauf und du solltest es auch nicht tun. Ich habe ihm einfach nicht so eine rosarote Brille auf wie Carla. Manchmal würde ich mir das wünschen. Denkt eigentlich einer von euch auch mal an Carla? Meint ihr, sie merkt nicht, wie ihr Bernd beäugt und ihm misstraut? Sie leidet darunter. Er ist immerhin ihr Verlobter. Das mag ja sein. Aber hier geht's immerhin ums Geschäft, Leonhard. Und um die Familie, Ansgar. Carla vertraut ihm. Warum gebt ihr euch nicht einen Ruck und tut es ihr gleich? Zu dunkel, zu gefährlich. Sag mal, darfst du eigentlich überhaupt irgendwas? Ach Mann, da wurde halt erst vor kurzem eingebrochen. Also ich kann das schon verstehen. Was ist, wenn er uns einfach ein paar Bodyguards mitschickt? Das wäre doch wirklich kein Problem für ihn. Hey, da bist du ja. Und nur noch Zeit für dich. Was hältst denn du von Sofa, Chips und DVD gucken? Sterne gucken wäre mir zwar lieber. Du bleibst nicht über Nacht, Jana? Tja, gegen einen echten Bauarbeiter haben wir eben keine Chance. Ja, das ist wohl wahr. Wir gehen die Arbeiten voran, Herr Fritsche. Alles bestens. Schön, das freut mich. Also dann schönen Abend noch. Wiedersehen. Wiedersehen. Passen Sie gut auf Sie auf. Ja. Wartet mal. Was ist denn, wenn wir in der Jagdhütte einen Bodyguard hätten? So Marke Bauarbeiter. Mit Muskeln, der auf uns aufpasst? Ich war ja vorbereitet, nur leider auf den falschen Stoff. So, und wie viele Punkte hast du bekommen? Ist das jetzt noch wichtig? Wie viele Punkte, Vanessa? 3. 3. Toll. Oh, ich weiß. Es ist mir ja auch super peinlich. Aber die nächste Klausur bestehe ich, versprochen. Ich glaube, ich muss langsam mal andere Seiten aufziehen. Ab jetzt kümmerst du dich ausschließlich um dein Studium. Hast du verstanden? Ich habe mich ja auch schon um Nachhilfe gekümmert. Gut. Für dich? Ja. Ansgar von Landstein hier. Entschuldigen Sie die späte Störung. Oh. Kein Problem. Nein. Guten Abend, das war nur gerade... Ich möchte Ihnen ein Angebot unterbreiten. Würde Ihnen morgen früh passen, um 10 in meinem Büro? 10 Uhr, natürlich. Das heißt, Moment. Ja, 10, das passt. Passt gut, doch. Schön. Dann gute Nacht und bis morgen. Gute Nacht. Das war gerade dein Bruder, Ansgar. Der will mir ein Angebot unterbreiten.
Wirklich? Na also. Ich verlasse mich auf Sie. Ja, cool. Eine Jagdhütte. So richtig mit Landhaus-Feeling, Hirschgeweih und Kamin? Na, da gibt's keinen. Hirsch. Kamin, nur ein Ofen. Außerdem sind wir zum Arbeiten da. Ach komm, arbeiten. Ihr stellt das Teil auf, klemmt die Kamera dahinter und die Nacht gehört uns. Falsch. Okay, dann pflückt ihr halt noch mal diesen komischen Sternenhaufen auseinander und dann... Ja, richtig. Aber das können Jana und ich auch alleine. Ja, ohne Landhaus-Feeling und vor allen Dingen ohne Rumknutscherei. Aber danke, dass du mitgespielt hast. Wieso mitgespielt? Naja, meint ihr etwa, ich hab Bock, als Einzige in die Sterne zu gucken? Ich kenne euch doch. Das heißt, er war nur Alibi? Ja, natürlich, sonst hätte Johannes doch nie zugestimmt. Also, pass gut auf sie auf, ja? Gute Nacht, Bodyguard. Das meinst du jetzt nicht ernst, Nico? Andi. Ich warte übrigens immer noch auf den Grapefruitsaft. Verzeihen Sie, Herr Graf, es ist Benedikt. Wir werden nicht gleich verdursten. Zumal deine gute Laune sicher nicht davon abhängig ist. Machst du dir Sorgen wegen Herrn von Beinbach? Du warst schon immer ein guter Menschenkenner, Vater. Selbstverständlich wird dich dein Gespür bezüglich deines zukünftigen Schwiegersohns nicht täuschen. Du wirst ihn im Auge behalten, darauf vertraue ich voll und ganz. Warum verlässt du dich eigentlich nicht mal auf meine Intuition? Warum genießen dieses Privileg immer nur Carla und Leonard? Es ist ja nicht so, dass wir ihm gleich die Geschäftsleitung übertragen. Warum übertragen wir ihm denn überhaupt etwas? Wenn er so gut ist, wie er immer behauptet, dann findet er doch überall einen Job. Ich habe eine Entscheidung gefällt und es ist sinnlos, weiter darüber zu lamentieren. Im Übrigen höre ich ja auf deinen Rat. Ach, du hast natürlich völlig recht. Wir können ihn unmöglich in seiner alten Firma platzieren. Sylvia Jones und er zusammen, das wäre eher unklug. Aber wie klug ist es denn, dass er einen Posten in unserer Bank erhält? Du hast ihn dort ständig im Blick. Und Ansgar, gib ihm auch eine Chance, ja? Okay, und jetzt nur noch auswendig lernen. Unter allgemeine Geschäftsbedingungen versteht man laut Definition Paragraph 1, Seite 1, Absatz 1 AGBG alle für eine Vielzahl von formulierten Vorverträgen... Vorformulierte Geschäftsbedingungen, die eine Partei einer anderen bei Abschluss eines Vertrages stellt. Weißt du, das ist wesentlich einfacher, wenn man sich den Sinn dahinter klar macht. Beeil dich, sonst verpasst du noch deine Einführungsveranstaltung. Ach ja, welche denn? Mir werde ich ein perfektes Arschloch. Sag mal, kennt er eigentlich deine allgemeinen Geschäftsbedingungen? Komm erst mal durchs erste Semester, Kleiner. Ich frag mich nur, was Lars sich davon verspricht. Naja, sein Problem. Er hat ja genug Erfahrung. Morgen. Hi. Ich war gestern Nacht richtig fleißig. Prüfe dein Wissen Rechtsgeschäftslehre. Bei Vertretung und Vollmacht bin ich allerdings eingeschlafen. Wissen Sie, Vanessa, das passiert dem Besten von uns. Aber Ihr Lerneifer ist wirklich lobenswert. Weiter so. Okay. Schon verstanden, Herr Schneider. Heute mal Mittagessen statt Nachhilfe? Ich finde, das habe ich mir verdient. Du bist eingeladen. Same place, 13 Uhr. Gut. Es freut mich, dass wir uns so schnell einigen konnten. Es freut mich nur noch auf beruflicher Ebene in den Kreis der Familie aufgenommen worden zu sein. Ich hoffe natürlich, dass Ihre neue Aufgabe Sie nicht unterfordert oder gar enttäuscht. Keineswegs. Das Controlling ist der Schlüssel zu unternehmerischem Erfolg und einer Herausforderung allemal. Bei so einem Traditionshaus wie der Lahnsteinbank. Entschuldigen Sie mich. Mathilde? Ja, natürlich, stellen Sie durch. Mr. Elsmore, so nice to hear from you. Yes, sure. Well, unfortunately, it didn't arrive yet. Abteilungsleiter Controlling. Way unbearable. We should definitely think about finding a new contractor there. Yes, sure. Ja. Mr. Elsmore? Klinkenputzen beim Schwiegervater? Beim Schwager, Frau Jones. Schwager. Bernd von Beinbach hat jetzt nicht nur einen Platz in unserer Familie gefunden, sondern auch in unserem Unternehmen. Er wird von jetzt ab für die Lahnsteinbank arbeiten.
Ach ja, Oh, hätte ich Sie da nach Ihrer Meinung fragen sollen? aber ich bitte Sie, Graf Lahnstein. Na dann, auf gute Zusammenarbeit. Das will ich doch hoffen. Sehr schön. Dann zeige ich Ihnen jetzt Ihr Büro. Sag mal, ich habe keine Chance, oder? Hm? Merkst du überhaupt, dass ich echt gern mit dir in dieser Hütte wäre? Doch. Aber es ist dir scheinbar egal. Du hast noch nicht mal probiert, Nico zu überreden. Moment. Wie war das noch mit der Freiheit, die jeder von uns ab und zu braucht? Ich kann mich da noch gut an einen Satz von dir erinnern und... Na toll, immer noch im Bett. Schon wieder. Nicht, dass dich das was angeht. Und was ist mit den Filmen? Diese empfindlichen Teile bekommt man nicht überall. Ich habe echt keinen Bock, noch durch die halbe Stadt zu laufen. Ups. So, los. Andi. Ist das jetzt ein Rauswurf, ja? Ja, ganz genau. Auch so anstrengend. Mhm. Ich habe die Wahl zwischen Kaffee kochen für Mathilde, die Sekretärin, oder hübsche Aufkleber entwerfen für die Ordner, die leer sind. Ja, es gibt so gut wie nichts für mich zu tun. Eine externe Firma kümmert sich bereits ums laufende Jahr. Hast du ihn darum gebeten, mich zu versorgen? Den Job hast du eigentlich Leonard zu verdanken. Leonard? Ja, er hat sich sehr bei meinem Vater für dich eingesetzt. Aha. Also wenn Ansgar glaubt, mich hier im Unternehmen irgendwie nur zwischenparken zu können, damit ich endlich Ruhe kriege. Bernd, Ansgar ist zwischenmenschlich vielleicht etwas schwierig. Aber seine unternehmerischen Entscheidungen trifft er immerhin vorurteilsfrei. Kann sein, dass er dich testen will. Engagement sehen, Ideen, was weiß ich. Aber eigentlich ist das doch genau die Art von Herausforderung, die du liebst, oder? Der lässt mich erst mal kommen, hm? Meinst du? Ja, das würde zu ihm passen. Und was Sylvia Jones angeht, sie muss meinem Bruder auch erst mal beweisen, dass sie die Richtige für den Job ist. Silvia, gutes Stichwort. Um die wollte ich mich sowieso noch kümmern. Ah, Mathilde, machen Sie mir doch bitte einen Termin mit diesem Simonschek für morgen früh, wenn es geht. Und sprechen Sie mit Herrn Wirtz noch mal über das Problem mit den erweiterten Zugriffsrechten. Ich brauche Zugang zu den Daten, und zwar schnell. Kaum hier und schon will er mir Rechte. Silvia, wie praktisch, mit dir muss ich gleich reden. Danke, Mathilde. Das neue Clan-Mitglied will mich sprechen. Was für eine Ehre. Ich habe gehört, du willst den Marketing-Etat von Weinbacher Media um 35% hochsetzen. Und was geht dich das an? Ja, die Finanzierung läuft über die Lahnsteinbank. Kosten-Nutzen-Prüfung. Das ist mein Job. Das ist sicher eine spannende Aufgabe. Aber ich kann dich beruhigen. Die Sache ist mit Ansgar von Lahnstein persönlich abgesprochen. Ich denke, du hast ihm das einfach mal so untergejubelt. Anders kann ich mir nicht vorstellen, dass er im Marketing-Mix fast ausschließlich auf Was Werbung ist los? setzt. Willst du streiten? Dann sag's einfach gleich. Aber nein. Ich habe dich doch nur auf einen Fehler aufmerksam gemacht. Controlling. Das ist mein Job. Mit einem Abteilungsleiter regle ich überhaupt nichts. Wende dich gefälligst an deinen Chef. Was denn? Gibt es vielleicht Probleme, bei deren Lösung ich behilflich sein könnte? Wie ist er denn so als Dozent? Super. Und als Nachhilfelehrer kann ich erst recht nicht auf ihn verzichten. Ja, das kann ich mir vorstellen. Er ist ein so talentierter Jurist. Und dass er in den Lehrbetrieb eingestiegen ist, das hat ihm richtig gut getan. Hm? Ja, Charlie? David? Oh ja, entschuldigt mich. Denk an den Triviano. Oder, warte. 2. Gerne. Danke. Danke für die Blumen. Meine Schwester ist manchmal ziemlich neugierig. Das macht auch nichts. Außerdem habe ich nur die Wahrheit gesagt. Wenn dein Lerneifer auch so ausgeprägt ist wie dein Charme, dann schaffst du die nächste Klausur mit links. Jetzt müssen wir das so sehen. Das Problem bei solchen Maßnahmen ist die Überprüfung ihrer Wirksamkeit. Den Werbedruck massiv zu erhöhen, ist in jedem Fall Bitte, besser lassen als... Sie Herrn von Beinbach doch mal ausreden. Danke. Also ich würde auf gezieltes Direktmarketing setzen. Keine sinnlosen Mailings, die irgendwo im Papierkorb enden.
Nein, der persönliche Kontakt zum Kunden, der ist sehr, sehr wichtig. Möchtest du dich gerne noch schriftlich darüber auslassen, Frau ja? Jones, bitte. Ja, direkte Ansprache durch geschultes Personal. Effizienter, kostengünstiger. Im Übrigen auch nicht neu bei Beinbach und Media. Das klingt ja alles sehr interessant, Herr von Beinbach. Aber um es kurz zu machen, dieses Thema geht sehr in feuchten Kehricht an. Beschränken Sie sich doch in Zukunft bitte auf Ihren Aufgabenbereich. Anderenfalls müsste ich das, wie in diesem Fall, als anmaßende Kompetenzüberschreitung werten und meine Konsequenzen ziehen. Wir haben uns verstanden. Also hier kommt ein Adapter drauf und das Ganze wird dann hinten an das Teleskop geschraubt. Total easy. Und wo kommt der Blitz hin? Schwesterchen, jetzt überleg mal ganz scharf. Hallo, es war ein Gag. Die Kleine soll schlafen. Hey. Hallo. Hallo. Die beiden gehen unter die Astronomen. Wir wollen Fotos machen für ein Referat. Wo habt ihr eigentlich die Kamera her? Von Nikos Vater. Na, zeig mal her. Die ist ganz gut. Ich glaube, das ist die gleiche, die Florian Arno auch geschenkt hat. Fotografiert ihr mit oder ohne Teleskop? Mit. Aber ohne Blitz. Hi. Hast du den Abend schon verplant? Nö. Wieso? Black Odor. Hauch des Todes. Soll ziemlich genial sein. Ja, worauf wartest du noch? Hau rein. Passt auf euch auf. Ich gehe mal davon aus, dass das da draußen alles sicher ist. Ja, ja, mega ultra sicher. Okay, also tschüss. Tschüss. Und zur Not gibt's immer noch das hier. Ah, Pfefferspray. Hat Vanessa dich auf den Geschmack gebracht? Ich hab's mir geliehen. Ja, dann kann ja nichts mehr schief gehen. Tja, Mädel, shit happens. Da bist du auch so bescheuert und gehst in so einem Film alleine in den Wald. Ist das mies? Ja, genau, Süße. Super Idee. Mit der Axt kriegst du dem auf jeden Fall in den Griff. Oh, nee. Nein. Nicht die Glühbirne kaputt machen. Mann, sag, hör auf! Mann. Hast du die gleiche Idee, die ich auch gerade habe? 2 Mädels allein im Wald. Irgendwie ist der Film langweilig. Wie wär's, wenn wir also ein bisschen aufs Land fahren? Und so geht es weiter. Was war das? Jetzt bleib hier. Du wolltest doch noch Holz holen. Da ist bestimmt was in der Hütte. Die Frau muss weg. Könntest du in Zukunft vielleicht anklopfen? Entschuldige, aber Silvia kostet mich den letzten Nerv. Und dein Bruder ist ja noch voll und ganz auf den Leim gegangen. Das kann ich mir doch nicht bieten lassen.